Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Ina und in diesem Video zeige ich, wie ich dieses schöne bunte Musselintuch genäht habe. Ich wollte endlich mal meine kleineren und größeren Reste loswerden und auch was richtig schönes Buntes haben. Das ist auf jeden Fall ein schnelles und einfaches Projekt. Du brauchst keine Overlock und es wird auch nichts versäubert. Dementsprechend sieht man halt auch keine Versäuberungsnähte. Das Nähprojekt ist für Anfänger geeignet und macht richtig viel Spaß. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen und Nähen. Mein Plan war also, 2 Stoffstreifen zusammenzunähen. Die Breite ist bei mir 50 cm und die Länge sollte mindestens 2 Meter sein. Und wie sich die einzelnen Stoffstücke dann zusammensetzen, das überlege ich mir dann, wenn ich die Stücke zugeschnitten habe. Also 50 cm die Breite und 2 Meter mindestens die Länge. Und hier habe ich mal alles zusammengesucht, was ich an Musselin noch so habe. Die beiden Stücke hier auf der linken Seite, die sind zwar was größer, aber nicht so groß, dass man da noch was draus machen könnte. Von den Farben her finde ich halt, das Rot und das Blau passt nicht ganz so gut dazu. Und wenn ich es nicht brauche, dann würde ich es weglassen. Und bei diesen Farben, das kann ich mir schon schön vorstellen und ich finde, es ist ja auch schön geworden. Los geht's! Ich fange also mit den kleinsten Teilen an. Ich möchte ja schon halt möglichst viele Farben drin haben, weil ich es ja wirklich bunt möchte. Meine Outfits jetzt so im Herbst, Winter, zumindest das, was man halt so drüber trägt, also Jacken und Hosen. Also bei Hosen trage ich eigentlich meistens Jeans, schwarz oder blau. Und Jacken sind ja halt auch eher immer so gedeckte Farben. Und deshalb soll es ja richtig schön bunt werden. Ein richtig schöner bunter Eyecatcher. Und so schneide ich die Stücke halt zu. Das Wichtige ist, dass halt die Breite immer 50 cm sind oder halt was auch immer du für eine Breite nimmst. Und bei der Länge der Stücke, das ist ja egal, da kann man ja dann nachher halt zusammenstückeln, dass man halt die passende Länge halt erreicht. Die Punkte finde ich auch richtig süß. Die sollen auf jeden Fall mit rein. Und dann halt hier dieses knallige Terrakotta. Davon habe ich auch noch ganz schön viel. Also ich habe halt geplant, dass die eine Seite von dem Schal aus diesen bunten, farbigen Stoffen ist und die Rückseite, nenne ich das jetzt mal, dann halt aus dem Leo und dem Grau. Davon habe ich ja noch relativ große Stücke. Dann fange ich jetzt mal an mit dem Zusammennähen. Also hier bei den gemusterten Stoffen gibt es natürlich eine rechte und eine linke Seite. Bei den einfarbigen ist das ja egal. Also die rechten Seiten aufeinander legen und dann dort zusammennähen. Dann geht es mit dem nächsten Stück weiter. Also wenn man jetzt nur einfarbige Stücke hat, also wo man jetzt keine rechte und linke Seite hat, dann sollte man natürlich darauf achten, dass die Nahtzugabe immer auf der gleichen Seite ist. Die Stoffe zusammenstecken und nähen. Jetzt messe ich mal nach, wie viel habe ich denn hier eigentlich? Zwei Meter wollte ich ja so ungefähr. Oder mindestens. Das ist echt schon ganz schön viel Stoff. Ja, das ist sogar schon mehr als 2 Meter und ich lasse das jetzt erstmal so. Jetzt geht's mit den bunten Stoffen los. Da nehme ich mir die ersten 2 und lege sie wieder an den Kanten rechts auf rechts.
stecke das fest und nähe das mit einer geraden Naht zusammen. Das ist echt so schön, dass man nicht bügeln muss. Ich liebe es. Dann den nächsten Stoff. Das kommt mir jetzt schon ganz schön viel vor. Ich messe schon mal nach, wie viel ich da so habe. Also ich habe es noch nicht erreicht, aber ich will ja bestimmte Stoffe dann noch verwenden und dann hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so schnell schon so weit bin. Also jetzt fange ich doch schon ein bisschen an zu planen. Den möchte ich auf jeden Fall noch dabei haben. Und auf der anderen Seite soll noch der graue hin. Und dann mache ich, glaube ich, auch noch mal diesen altrosafarbenen. Ja, das geht jetzt halt, bis man 2 Meter hat, immer wieder zusammenstecken und nähen. Meine Stoffe sind alle vorgewaschen, also eigentlich, sobald ich einen Stoff gekauft habe, zumindest bei Bekleidungsstoffen, kommen die direkt in die Waschmaschine und dann ja, getrocknet auf der Wäscheleine. So hat man dann auch nicht, besteht nicht die Gefahr, dass die Stoffe beim Waschen halt noch einlaufen. Da kann sich dann auch nichts verziehen, wenn die Stoffe alle gleich vorbehandelt sind. Jetzt gucke ich mal, wie die beiden Stoffstreifen aufeinander passen, ob das schon stimmt. So, ich glaube jetzt, meine Rückseite habe ich es ja genannt, ist etwas kürzer und da schneide ich noch ein Stückchen Stoff zu. Der Schal, ich habe den jetzt mal so im Einzelnen umgelegt, also so einen einzelnen Stoffstreifen und halt festgestellt, dass der ruhig gerne noch länger sein kann als 2 Meter. Vor allen Dingen, weil ich mir halt auch überlegt habe, gleich die Enden nicht so gerade zu machen, sondern die so spitz zuzuschneiden. So, die beiden Stoffstreifen sind jetzt gleich lang und jetzt werden die rechts auf rechts aufeinander gelegt und zusammengesteckt. Als allererstes markiere ich mir hier eine Wendeöffnung. Die Wendeöffnung halte ich möglichst klein, weil ich die nachher von Hand zunähe. Und das mache ich nicht so gerne. So, hier Anfang und Ende. Da will ich ja noch ein bisschen so eine Spitze zuschneiden. Also bei mir sind das circa 30 Grad. Dann stecke ich das alles aufeinander. Auf der anderen Seite wiederhole ich das mit der Spitze noch. Ja, wenn dann alles aufeinander geklammert ist, dann am besten noch mal gucken, dass genug Faden auf der Unterspule ist und dann einmal ringsherum alles zusammennähen. Dann alles auf rechts wenden. Den Stoff so nach und nach durchschieben und ziehen, das funktioniert eigentlich super gut, weil der Stoff ja so schön weich ist und daher kann die Wendeöffnung auch relativ klein sein. Dann durch die Wendeöffnung mit einem Hilfsmittel die Ecken so ein bisschen nach außen schieben. Die Wendeöffnung nähe ich dann mit dem Leiterstich zu. Dafür geht man immer so an der oberen Ecke der
Nahtzugabe innen von rechts nach links. Immer da, wo der Faden herauskommt, sticht man auf der anderen Seite wieder ein. Und zum Schluss mit ein paar Stichen verknoten. Ja, mein Schal ist jetzt auch schon fertig. Ich hoffe, meine Anleitung hat dir gefallen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen hoch drückst. Vielleicht hast du auch Lust, einen Kommentar zu schreiben. Das wäre auch richtig schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!